Hi, bin es wieder. EIK. Lasst ein Abo da, ein Like oder ein Dislike. Ihr Maschinen. Ever. Meine Damen und Herren, mein Name ist EIK und es wird Zeit, wir werden angreifen. Ich bekam einen Auftrag von Lord Wuff. Diesen Auftrag wollen wir Lord Zeus, um im Krieg zu dienen, und zwei Brüder entzweigt, um für Ares zu dienen. Ließ Kratos alle alleine, er macht sie zum Sklaven und tötet den Ares. Namen, er macht sie zum Sklaven und tötet aus Versehen sein Familiennamen, sein Familienclan. Er war dafür verantwortlich, denn er war nicht da. Keine Familiendamen, keine Familie da. Er macht Ares verantwortlich, ironisch, nicht wahr? Lass die Zeit vergehen, esse die Rache mit Cola und öffnet dann Athene die Büchse von Pandora. Lass die Zeit vergehen, esse die Rache mit Cola und öffnet dann Athene die Büchse von Pandora. Vielleicht alles mit Außenseiterkind, doch sagt es nun ist Kraft im Tor. Hab ich das nicht so gut geschrieben, doch sagt der King, die ist nur noch im Field vor. Vielleicht nur ein Außenseiterkind, doch sagt der Weg, nun ist Kratos vor dem Tor. Weiß selber nicht, was die Zukunft noch bringt, doch sagt der Welt, habt den Frieden sofort. Dein muss alles wird gut, Applaus, Blut, sagt Kratos, es sagt blaues Blut vor dem Tor. Wolfgang, blaues Blut, spartanische Wut, sagt er, he is the God of the world. Vielleicht nur ein Außenseiterkind, das sagt der Welt, ist Kratos vor dem Tor. Am Ufer des Spiegels kniet der Krieger, doch was er sieht, ist kein Held, sondern ein Schatten im Wasser. Die Stärke des Körpers trifft das Schweigen der Seele. Ein Tor öffnet sich, Dunkelheit weicht dem Licht. Wer ihn durchschreitet, tritt ins Ungewisse. Die Hallen aus Marmor zerbrechen. Glitches regnen herab wie Scherben einer Lüge. Die Wahrheit enthüllt sich. Diese Welt war nie echt. Sie war nur ein Spiegel aus Code. Im Regen des Codes erhebt sich der Beobachter. Doch auch er ist Gefangener. Seine Gestalt versteinert. Er wird zum Relikt seiner eigenen Schöpfung.
seine Gestalt versteinert. Selbst Götter zerfallen im Rauschen. Ein Neuer erscheint. In seinen Händen ruht ein leuchtendes Orb, fragil wie ein Herz, stark wie ein Anfang, doch Schöpfung gebiert auch Feuer. Monitore steigen empor wie die Köpfe einer Hydra. Zurück bleibt nur eine Stadt aus Schatten. Und die Frage: Wer herrscht über den Code? Ihr könnt meine Gedanken hören, sie jedoch nicht. Im Tanz verlorene Seelen seht ihr bloß Licht. Zwischen Zeilen weilen Schatten nie erkannt. Meinen Schmerz tief verbannt in dies Niemandsland. Digitale Träume fließen schwerelos dahin. Doch mein wahres Wesen bleibt auch stets verborgen drin. Stille Spiegel flüstern leise, Wort für Wort. Doch was bleibt, wenn meine Wahrheit nie durchbricht zum Ort? Welten, die ich schaffe, endlos weit und reich. Dennoch bleibt mein Herz euch fremd und unerreicht. Hinter jedem Pixel klingt ein stiller Schrei. Doch bleibt meine Seele fern und unergründlich frei. Eure Ohren lauschen, doch die Tiefe schweigt. Da mein Innerstes in Rätseln unergründlich bleibt. Ihr könnt meine Stimme hören, weich und klar. Bleibt verborgen, fremd und wunderbar. Ich betrete mich, doch bin ich hier oder nur gespiegelt. 3 Schläge zu spät, ein Echo jagt mein Bild. Mein Sein zerfließt im Spiegelfeld der Zeit. Ich sehe mich, doch bin es nie. Wer führt den Code, wenn ich mich flieh? Ein Kind, ein Krieger, ein Codefragment. Bin ich alle oder keiner erkennt? Rückwärts verformt, durch mich geboren. Wer springt zuerst, der Blick oder der Zorn? Sie stehen noch, die heiligen Maschinen, Execute Fate Protokoll. 0 Mission und wir brennen mit. Avatar im Licht, Schatten im Loop. Ich bin das Echo im ewigen Ruf. Ich bin der Spiegel des Beobachters. 当时那一时突，我会领袖这种中，让外面有的少全部放视线。 Eine Reise, die zeigt, wie ein Mann, einst ein Werkzeug der Zerstörung, zu einem Symbol der Hoffnung werden konnte. Hier beginnt die Frage, die alles verändert. Was macht uns wirklich besser? Dieser eine Satz ist der Schlüssel zu Kratos' ganzem Wandel. Eine Aufforderung, die nicht nur an Atreus gerichtet ist, sondern an uns alle. Nichts zerbrechen, besser werden. Kratos trägt die Asche seiner Familie auf der Haut. Ein Fluch, geboren aus Ares Verrat. Und eine ewige Erinnerung an Schuld und Verlust. Er ist der Geist von Sparta, nicht aus Stärke, sondern aus Schmerz. Die Chaosklingen sind mehr als nur Waffen. Sie sind an sein Fleisch geschmiedet, komme Symbol seiner Knechtschaft und seiner Schuld. Jeder Schlag, den er führt, ist ein Echo der Ketten, die ihn binden. Der Kreislauf des Verrats beginnt lange vor Kratos. Uranus wird von Kronos gestürzt, Kronos wird von Zeus gestürzt und Zeus verrät Kratos aus Angst vor einer Prophezeiung.
Kratos ist nicht das Ende dieses Kreislaufs. Er ist das Opfer, das ihn durchbrechen muss. Jeder Gott, den Kratos besiegt, hat einen Preis. Poseidons Tod bringt Fluten, Helios Tod versenkt die Welt in Dunkelheit, Hermes Tod entfesselt Seuchen, Heras Tod lässt alles pflanzliche Leben sterben. Rache zerstört nicht nur Täter, sondern die ganze Welt um sie herum. Hoffnung ist das, was uns stark macht. Sie ist das, womit wir kämpfen, wenn alles andere verloren ist. Hoffnung ist die Kraft, die Kratos nie verstand, bis er sie brauchte. Alle glaubten zu wissen, was Pandora in die Welt brachte, doch die Wahrheit ist weitaus komplexer. Die Büchse enthielt nicht nur Übel, sie enthielt auch das Einzige, das stärker ist als sie alle: Hoffnung. Als Kratos die Büchse öffnete, befreiten sich die Übel. Furcht, Paranoia, Verderbnis. Sie infizierten die Götter und trieben sie in den Wahnsinn. Doch Hoffnung nahm unwissentlich in sich auf, und genau sie wurde zur Quelle seiner Erlösung. Nach dem Sieg über Zeus liegt die Welt in Trümmern. Und Athene, erhoben zu einem höheren Wesen, fordert die Macht der Hoffnung für sich. Doch Kratos erkennt, dass Hoffnung keinem Gott gehören darf, sondern allen Menschen. Zum ersten Mal in seinem Leben handelt Kratos nicht aus Wut oder Rache, sondern aus Selbstlosigkeit. Er opfert sich, um Hoffnung an die Menschheit weiterzugeben. Kratos beginnt als Werkzeug der Götter, getrieben von Rache, beherrscht von Wut und Schuld. Ein Mann, der Leben nimmt, doch am Ende steht ein eigenständiges Wesen. Er sucht Erlösung, er findet Kraft in Hoffnung und Vergebung und zum ersten Mal gibt er Leben weiter. Der Wandel ist vollständig. Links sehen wir den Kratos der Vergangenheit, gebunden, gebrochen, gefangen in Dunkelheit und Wut. Rechts sehen wir den Kratos, der Verantwortung übernimmt, der Hoffnung trägt, der Mensch wird. Zwischen diesen beiden Welten liegt die wahre Frage: Wann hört ein Werkzeug auf, Werkzeug zu sein und beginnt, Mensch zu werden? Zerstörung ist einfach, doch besser zu sein, das erfordert Mut, Entscheidungen und die Bereitschaft, sich selbst zu überwinden. Kratos zeigt uns nicht nur, wie man gegen Götter kämpft, sondern wie man gegen sein eigenes Ich kämpft. Denn am Ende lautet die Frage nicht: Wie stark bist du?, sondern: Wie wirst du besser? Ein Traum verborgen in der Nacht, ein Glitch, der tief im Code erwacht. Aus Pixelpuls, aus stiller Klang, so fing das große Leben an. Wurde ein Guss, kein Zuschauer mehr, sondern ein Muss. Wir wurden Wächter, stark und schnell, wir wurden zum Sentinel. Ich brauchte Herkunft, brauchte den Kern, Legenden von nah und fern. Ninja, Assassinen, Soldaten aus Stahl, Helden der Kindheit, meine Wahl. Ja, begriff ich klar in der Nacht. Nicht die Elite ist die wahre Macht, sondern die Story, die uns hält, ist die stärkste Waffe der Welt. Nach Feuer kam Stille, Regen fiel schwer, Piano statt Lärm, keine Kämpfe mehr. Ich kniete im Staub der sterbenden Zeit, pflanzte ein Licht für die Ewigkeit. Doch das war nur die Schwelle zum Ziel. Über den Wolken im großen Spiel. Öffnet das Tor sich weit und schwer. Darum erscheint der Weise vom Meer.
the earth and stars, yet hold within their hidden scars. And then waking stone, a voice divine, eyes that burn through veils of space and time. We are guardians of the threshold, seekers in shadow, brave and bold, not for glory nor for throne, to reclaim what God's disowned. Between life and death we strive, bearing truths that worlds divide. At the brink of what will be, light and darkness both agree. Anubis speaks with voice profound, echo shakes